Hi, ich habe eine Bitte an euch, aber vorher... Den hier kennt ihr vielleicht aus unserem gemeinsamen Podcast Klimanachbarn. Die Revolution beginnt nebenan. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie fremde Menschen auf unser Spiel reagieren, durch das man sich selbst und andere besser kennenlernt und dabei die Fähigkeiten trainiert, die es braucht für eine lebenswerte Welt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, für mich das erste Mal eine Straßenumfrage und ich habe keine Ahnung, wie die Leute reagieren. Und drücke den Leuten das Kartenspiel in die Hand und schauen mal, was die damit machen. Hi, dürfen wir eine kurze Frage stellen? Nein? Entschuldigung? Nein. Nein? Nein. Schönen Tag Ihnen. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Schönen Tag. Du kannst gerne einfach eine Karte ziehen, da steht eine Frage drauf. Okay. Die liest du vor und beantwortest mir einfach die Frage für dich. Welchen Rat würde dir dein 100-jähriges Ich geben? Ich hätte mir gesagt, ich sollte mehr reisen. Die Zeit nehmen, um zu reisen. Ich glaube, das hätte ich gemacht. Welche Fremdsprachen sprichst du? Welche würdest du gerne sprechen? Was ich gerne machen würde, ich würde alles verstehen, was die Menschen sagen. Traum, oder? Also ich muss sagen, ich habe Hörgeräte und es gibt mittlerweile Hörgeräte, die wo wirklich Sprachen übersetzen. Wirklich? Ja, das würde mich interessieren, was andere Menschen so reden. Ja, ja. Weißt schon, was man Klar. so nicht versteht und so. Das würde mich Das interessieren. ist ja voll cool. Magst du mal? Ja, Tauschen wir? Bitte schön. das ist kein Quiz, das ist eine sehr persönliche Frage vielleicht auch. Eine sehr persönliche Also es ist Frage. nicht, dass wir fragen, wo du wohnst, sondern Wie oft bist du mit Menschen in Kontakt, denen es wesentlich schlechter geht als dir? Ja, tatsächlich helfe ich ab und zu ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe. mega cool. Deswegen kenne ich das schon. Aber tatsächlich muss ich sagen, glaube ich, wachse ich schon in privilegierten Zuständen auf und sind auch alles Studis. Gibt es eine Eigenschaft deines, das ist wieder der Hammer, gibt es eine Eigenschaft deines früheren Ichs, die du gerne zurückgewinnen würdest? Die Welt ist im Wandel. Ja. Und ich habe gesagt, das Leben macht keine Fehler und bei mir schon gleich gar nicht mehr alles, was mir widerfährt. Das ist unglaublich, da muss ich jetzt schon wieder so lachen. Vor welcher Veränderung haben die meisten Menschen Angst, die du allerdings toll fändest? Da haben wir genau das Thema. Ne? Wenn du bewusst bist, wirkst du automatisch auf andere und es springt was über. Das ist sehr schön, dass du auf den Punkt kamst. Wir haben das Kartenspiel erfunden mit dem Gedanken, jeder von uns wirkt auf andere, egal mit allem, was du tust und auch mit den Dingen, die du nicht tust. Das sehen ja andere und du verschiebst die Normallinie in deren Köpfen. Wie ist dein Eindruck bisher? Also das Schöne ist, dass die Leute doch sehr aufgeschlossen sind. Auch wenn die Frage manchmal für sie ein bisschen schwer war, haben sie immer irgendwie eine Antwort gefunden. Oder einfach was erfunden zum Thema Glück, was ich auch so schön fand. Die Dame, wie hieß sie? Ja, mein Name ist Sarah Ziegler. Sarah Ziegler, freut mich, ich bin der Patrick. Hat uns einfach einen Vortrag über Glück gehalten. Ja, das war sehr schön, ja. Also ich denke mir halt immer, man muss so die kleinen Freuden sehen, die kleinen Dinge auch, die Farben und so. Jeder redet jetzt, jetzt wird's kalt, jetzt schneit, jetzt regnet oder irgendwas. Es ist auch da sehr schön, es hat alles seine Zeit und ich glaube, man erwartet einfach immer das große Glück, aber das große Glück ist versteckt in vielen kleinen glücklichen Augenblicken. Es sind die kleinen Sachen, zum Beispiel wie sie mich anlächeln, dieses Entgegenkommen, diese Wärme und es ist auch so, viele kleine Augenblicke ergeben einen Tag, ergeben ein Jahr, ergeben ein ganzes Leben. Und ein Leben voller glücklicher Tage macht ein glückliches Leben. Wunderschön. Voll groß gedacht. Wertschätzen. Geile Frage. Wann warst du das letzte Mal von der Wirkung der Natur überwältigt? Super Story, auf der starken Feldhütte in Südtirol. Eine Schneelandschaft, also wirklich überwältigendes Gefühl. Wo man so merkt, wie klein man als Mensch ist. So ja, diese mitten in Südtirol, nur die Hütte. Bombe. mega. War geil. Richtig geil. Mega. Super coole Fragen, echt. Ach, du darfst auch einen ziehen, ja? Mal gucken, ob die für dich schon was ist. Ja, ich habe die Frage, was würdest du gerne von Menschen anderer Kulturen lernen? Ja. Ich finde es voll interessant zu sehen, wie andere Leute so leben. Hattest du schon einmal einen direkten Kontakt zu jemandem aus der Politik? Hast du dabei ein bestimmtes Ziel verfolgt? Habe ich nicht. Also ich hatte weder Kontakt noch... nee, oh Gott, das klingt jetzt auch übel. Nee, muss es nicht. Ich glaube, dass die allermeisten Leute haben keinen Kontakt zur Politik. Ja, nee, ne? Man könnte jetzt was sagen oder man würde vielleicht gerne, aber stimmt, ja. Nee, weiß ich auch nicht, warum wir da so eine Barriere haben.
Zu welchem großen Menschheitsprojekt würde dein 100-jähriges Ich gerne beigetragen haben? Wenn ich 100 bin, dann will ich das und das schon gemacht haben. Ja, die Umwelt verbessern. Und der will die Umwelt retten. Hammer, oder? Mega. Das gibt Hoffnung, die Kids. Die Kids geben Hoffnung. Ja. Um an die Antworten zu kommen, muss man wahrscheinlich schwierige Wege gehen. Ja. Deshalb machen wir das jetzt. Schwierige Wege heißen für mich nicht unbedingt, dass es mal bergauf oder bergab geht, sondern einfach nur die Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Deshalb gebe ich alles für dieses Video und für dich und deinen Kanal. Die Kaiserburg. Wenn die Leute hier nicht glücklich sind, weiß ich auch nicht. Bei diesem Ausblick über ganz Nürnberg. Wenn du willst, kannst du einfach mal eine Frage ziehen und die für dich beantworten. Ich ziehe mir jetzt einfach eine Karte. Genau, irgendeine. Nicht die Karte, ne? Das ist ein Zaubertrick, ja. Okay. Welche Veränderung in deinem Leben möchtest du schon länger angehen und was hält dich momentan zurück? Was mich zurückhält? Das ist sehr interessant, weil mich hält nichts zurück. Ich muss den Leuten auch immer vermitteln, so, dass sie nichts zurückhält. Ja. Man kann alles sein in jedem Moment, weil die Gegenwart ist das einzig Wahre. Zukunft und Vergangenheit sind nur Illusionen, in denen man halt schwimmt. So ganz pauschal gesagt. Ich würde gerne mal wieder eine Milchschnitte essen. Ja, ich war sehr lange auf Diät. Und so ein Spiel würde ich dir gerne schenken. Dann kannst du noch mehr Fragen für dich beantworten oder in der Gruppe. Das ist dein Spiel, ne? Er hat es entwickelt, ich darf vor die Kamera und dann ein bisschen was. Ich möchte dir ein Spiel schenken. Das ist für dich. Ach cool, das ist ja Zu stark. Silvester. Danke, komm, lass dich mal. Vielen Dank dir. Danke auch. Einen schönen Tag. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Ja. Vielen Dank. Wir schenken dir eins, bitteschön. Wow, echt jetzt? Ja. Vielen Dank, Hat ganz viel saugeil. Spaß damit. Dankeschön. Das war wunderschön. Wenn die Leute dieses Spiel jetzt zusammen gespielt hätten, hätten die eine bessere Zeit zusammen gehabt? Ja, safe. Cool, oder? Ja. Weil ich habe mir gerade gedacht, stell dir mal vor, alle, die wir jetzt gefragt haben, haben das Spiel gespielt. Ja. Das wäre doch ein schöner Tisch gewesen. Ja. Ohne Das stimmt. Streit. Das stimmt. Erstmal. Und obwohl die ganz unterschiedlich waren. Also der mit seiner Quantenphysik, der mit der Astrologin, Ja. die hätten, glaube ich, trotzdem miteinander sprechen können. In diesem Sinne, die Welt ist ein guter Ort. Wir wollen sie noch besser machen. Macht mit. Okay, jetzt die Bitte. Wir haben dieses Spiel hier aus einem bestimmten Grund gemacht. Praktisch alle Menschen auf dem Planeten wollen ein glückliches Leben haben, in Sicherheit, mit guten Verbindungen zu anderen Menschen und genug von allem für alle. Dieses Spiel ist also die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu reflektieren und zu trainieren und dabei dich selbst und andere viel besser kennenzulernen. Es hebt die Gesprächsqualität in irgendeiner Runde, sagen wir mal an Silvester, mit Freunden von Level 1 auf Level 99 und das innerhalb von 5 Minuten. Das ist, was das Spiel tut. Und jetzt die Bitte. Damit dieses Spiel diese Wirkung entfalten kann bei uns allen, muss es gespielt werden, logischerweise. Könnt ihr uns helfen, dieses Spiel in so viele Hände wie möglich zu bekommen und dass es von so vielen Menschen wie möglich gespielt wird? Wir haben uns überlegt, wir machen es so zugänglich wie irgendwie möglich. Wir haben eine Spendenseite angelegt, wo ihr uns Geld spenden könnt für diese Spiele, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, euch an den Kosten, die wir haben, zu beteiligen. Wer mehr geben möchte, zum Beispiel damit wir es verteilen können, auch an andere Menschen, ohne dafür Geld im Gegenzug zu nehmen, kann das sehr gerne tun. Dafür haben wir eine Möglichkeit. Und wer kein Geld hat und das Spiel trotzdem haben möchte oder verteilen möchte, der kann uns einfach schreiben und wir geben euch das Spiel trotzdem. Geht einfach auf die Website, die ich euch unten verlinkt habe, da findet ihr alle weiteren Infos. Ich bin super stolz, dass das jetzt draußen ist. Das ist so cool, es war so ein langer Ritt. Wir haben gut 1,5 Jahre gebraucht und jetzt ist es endlich da. Und ich bin so gespannt, was ihr da draußen damit macht. Denn nur wenn es gespielt wird, kann es diesen Zweck erfüllen, dass es einen Wandel begünstigt, dass es Menschen da abholt, wo sie sind und eine Stufe weiterbringt in ihrer Entwicklung hin zu einer nachhaltigen, lebenswerten Welt. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Tschüssi! Geile Frage.